Wollen wir loslegen? Sehr gut. Wir legen los. Oh, yeah. Das hier ist Straßenstars. Es geht um Menschenkenntnis, Menschen richtig einzuschätzen und zu beurteilen. Also man kann ein bisschen mit Vorurteilen spielen oder sie am besten gleich über den Jordan kicken. Und wir spielen das heute zusammen mit Kossu, mit Hatnet Heshai und mit Nizar. Und ich wollte von den 3 Straßenstars heute übrigens unter anderem wissen, ob sie schon mal einen One-Night-Stand hatten. Könnt ihr gleich schon mal überlegen, wenn ihr die 3 seht. Und ob sie sich nach einem Cent bücken, der auf der Straße liegt. Okay? Hier sind unsere 3 Straßenstars heute. Ich bin Reporter in Mecklenburg-Vorpommern. Ich schreibe für die Zeitung, für den Online-Auftritt, mache auch kleine Videos. Wohne in Hamburg, bin eigentlich Schleswig-Holsteiner. Bin verheiratet. Kleine Wohnung, kann man auf dem Balkon sitzen, direkt vor so einem Spielplatz. Ich lese gerne, natürlich Politik und Wirtschaft. Fan von so einer altbackenen Operette. Aber auch gern knallharte Action-Unterhaltung ohne Tiefgang. Ein bisschen neurotisch. Hände waschen relativ häufig. In Corona ein Horror. Schnell beleidigt. Ich nerv auch manchmal als Gast. Ich will nicht nach Hause gehen. Rentnerin, Hotelfachfrau. Ich habe im Service gearbeitet. Ich bin verheiratet, 2 Söhne, ein Enkel. Pilzsammler, nur Steinpilze und Maronen. Guck gerne Serien, ich lese gerne historische Romane. Fahre gerne mit meinem Mann auf Kurztrips, kleinere Wellness-Hotels. Okay. Sehr redselig, humorvoll. Lieber Gott, gib mir Geduld, aber sofort. Ich schrei auch mal. Gib mir 5 Minuten, dann ist sie wieder die Alte. Ich bin am Frankfurter Flughafen, beim Hauptzollamt Frankfurt tätig. Kann es schon mal passieren, dass du mal vielleicht deinen Koffer aufmachen musst. Ledig, ich habe eine Freundin, einen Sohn, koche sehr gerne, Pokern spielen, wandern, tauchen, Fitnessstudio natürlich. Entre Frankfurt international. Ich reise denen hinterher. Ich bin mehr so der Machertyp. Ab und zu muss man dazwischen grätschen, um bei mir irgendwie ins Wort zu kommen. Immer Optimist. Ich gehe mit einem Lächeln ins Verderben rein. Wir legen gleich los mit der ersten Frage, die ich Ihnen reingestellt habe. Ich wollte wissen, wie Sie das im Restaurant machen, wenn Ihnen das Essen nicht schmeckt. Ob Sie das dann sagen. Sie sagen, hier ist versalzen, ist zu kalt. Machst du das, Hatnet? Sagst du was? Oder? Ganz freundlich sage ich das. Ah, du sagst was? Ich sag schon was. Ich sag's nicht, weil ich Leute nicht vor den Kopf stoßen will. Dann denke ich, ey, der Kellner kann vielleicht nichts dafür, fühlt sich aber dann angegriffen. Und deswegen gehe ich jetzt... Ja, man kann das doch ganz freundlich sagen. Man kann sagen, Entschuldigung, aber die Suppe ist kalt oder so. Ja. Du wirkst es dir dann runter. Nö, ich esse es einfach nicht. Ich sag das auf jeden Fall. Manchmal, also das Problem, wenn ich Hunger habe, dann kann ich echt auch nervig werden. Deswegen, ich muss mich dann immer ein bisschen zurückhalten, weil wenn es dann nicht, ich finde, man muss das auch sagen. Ich meine, man kriegt eine Dienstleistung und man zahlt Geld dafür. Also meistens sage ich das dann schon. Ja, vor allem gerade erst recht als Süddeutscher, da ist man ja, ist Essen noch viel wichtiger und dass das schmeckt und so weiter. Es muss recht schmecken, wenn es recht schmeckt, ist gut. Wenn nicht, muss halt am Koch mal einen Kragen gucken. So ist halt. Das ist so. Aber was glaubt ihr, wer von den 3 das macht? Dass er sagt irgendwie, oh nee, das war jetzt aber nichts, das probieren wir noch mal neu. Jannis, weil er... Der scheint mir der scheint sehr extrovertiert zu sein und der scheint auch ein Typ zu sein, der immer seine Meinung sagt. Ja. Und mit der Tür ins Haus fällt. Und deswegen denke ich, dass das ein kleines Problem für ihn wäre. Aber du bist doch genauso, du fällst auch mit der Tür ins Haus und so weiter und sagst immer deine Meinung. Ja, aber ich habe ein falsches Image. Ich bin eigentlich schon der freundliche Kerl. Und deswegen, also ich denke, dass er das macht. Ich bin mir sicher, wie Hatnet sich sicher wäre. So sicher bin ich. Hatnet ist sich allerdings bei Robin sehr sicher, offensichtlich. Ja. Warum bei Robin? Was glaubst du? Weil er nervt als Gast? Wow. Hat er ja gesagt. Hat er selber gesagt über sich, ne? Okay, gut. Nee, aber ich glaube, dass Robin allein durch seine Arbeit als Reporter und Journalist das einfach wahnsinnig konstruktiv und freundlich sagen kann und das dann eben auch tut. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass er da die richtigen Worte für findet, weil am Ende des Tages geht es ja immer nur darum, die richtigen Worte dafür zu finden. Ja. So? Ja. Und ich glaube, das schafft er. Okay. Ich finde deine Argumentation sehr gut. Ich habe Anita gewählt, weil ich glaube, sie kommt aus dem Hotelfach und weiß, dass man da, also dass das halt ein No-Go ist, wenn das Essen nicht schmeckt, dass man es zurückgeben kann. Und ich finde auch, die hat so eine Attitude, dass sie sagt, nö, das lasse ich mir nicht gefallen, das machen wir nicht. Also. Gucken wir uns Anita zuerst an. Lässt du im Restaurant das Essen zurückgehen, wenn es dir nicht schmeckt? Ja. Ja, wieso denn? Sagen wir mal, wenn nicht mein Geschmack getroffen wurde, dann nicht. Dann nicht. Aber wenn ich merke, dass die Qualität nicht stimmt, dann schon. Ja, aber da kann man mache ich ganz freundlich, sage ich Entschuldigung, aber das ist nicht in Ordnung. Macht sie, jawohl. 10 Sehr Punkte. Gut. Vielen Dank. Ihr kennt eure Konkurrenz jetzt, ja? Okay, die Altmeisterin Hatnet sagt, dass das beim Robin ganz genauso ist. Er ist Journalist und will seine Meinung kundtun. Im Restaurant, wenn es nicht schmeckt, lässt zurückgehen? Ich esse anstaltshalber auf. Du sagst einfach, war lecker, war super. Da gehe ich dem Konflikt aus dem Weg. Und gehst einfach nie wieder dahin. Ja. Ja, aber das wird ja überhaupt nicht mitgeholfen, ne? Wenn die Gäste dann einfach nur wegbleiben. Besser ist ja, wenn man sagt was. Und der Jannis wird das ganz genauso machen, weil er ist ein extrovertierter Typ, der mit der Tür ins Haus fällt, hast du gesagt, glaube ich. Ne? Ja. Wenn es dir im Restaurant nicht schmeckt, lässt du das Essen zurückgehen? Ich sag's sogar. Sagst du? Ja. Das ist ja unangenehm, wie peinlich. Nein, die müssen das aber auch wissen. Also ich finde es
Das zollt auch der Respekt. Also ich sage es jetzt einfach an Leute und sage ich schon der Kellnerin, entschuldigen Sie, könnten Sie mal so nett sein, die Suppe ist ein bisschen kalt oder es wäre mal lieb, vielleicht ein bisschen weniger Salz reinzutun beim nächsten Mal. Und so. Er sagt was, auf jeden Fall, 10 Punkte. Ich wusste es. Auf die Griechen ist immer Verlass. Seid ihr schon mal in Asien? Wart schon mal in Ja, Asien? Wo? ganz oft. Thailand und sonst was? Thailand, Japan? Kambodscha, Japan noch nicht, ne. Okay, war jemand in Japan? Du warst in Japan, Tokio? Bist von Tokio nach Frankfurt geflogen? Im Flugzeug? Ich glaube, ich bin über München geflogen. Okay, aber von Tokio nach München, was hast du mit deiner Uhr gemacht? Ich habe sie zurückgestellt. Wow. Was heißt das? Also, Es gibt Uhren, die muss man stellen. Ja, Also ich dachte, man darf die nicht mitnehmen nach Deutschland. Man muss sie irgendwie nachschicken lassen. Ich habe die zurückgestellt und die haben die dann... Ach so. Guck mal, aber das wissen junge Menschen heutzutage gar nicht mehr, weil das Handy sich automatisch umstellt, ne? Genau. Nee, ich habe sie zurückgestellt. Ja, genau, du musst sie zurückstellen, weil Japan ist uns voraus praktisch mit der Uhrzeit. Der von der Leyen hat das gewusst, was glaubten wir? Wer ist denn da auch schon so viel unterwegs gewesen? Ich meine, Robin als Journalist, vielleicht mal gereist, der ist ja auch im Osten unterwegs. Ja, aber in Mecklenburg-Vorpommern, die haben doch die gleiche Uhrzeit. Ja, genau. Mecklenburg-Vorpommern, Japan ist doch das Gleiche. Ist das Janis? Ja, weil der arbeitet am Flughafen, das ist ja so ein Daily-Business-Ding. Der weiß, ey, dann kommen die Leute und fragen, wann kommt mein Flieger da und dahin. Irgendwann hat man das. Aber das ist beim Zoll, der kontrolliert die Koffer. Ja, aber der wird auch mal gefragt irgendwie. Dann kommt jemand und Von Leuten, die ankommen vielleicht. Da muss ja durch die Zoll durch und dann sagen, wie spät ist denn hier? So. Ich denke, dass Anita das weiß, weil Anita gesagt hat, dass sie sehr viel liest. Zwar historische Bücher, Ja. aber ich denke, dass sie wissenshungrig ist. Aha. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie in Kenntnis gesetzt wurde. wie die japanischen versuchst du dich jetzt so komisch wie die japanischen auszudrücken? Uhren Sie so, wurde in Kenntnis wie die gesetzt. japanischen Uhren so ticken. Okay. Ja. Das Ding mit Robin ist, Robin tatsächlich, hat der überhaupt eine Armbanduhr? Doch, der sieht aus wie jemand, der eine Armbanduhr hat, ne? Robin, ich versuch's jetzt noch mal mit dir. Wenn ich von Tokio nach Frankfurt fliege mit dem Flugzeug, was mache ich mit meiner Uhr? Warst du schon mal Asien oder so? In Vietnam, in Saigon. Wenn ich nach Amerika fliege, stelle ich die Uhr zurück. Also muss ich sie auch zurückstellen, wenn ich von Tokio nach Europa fliege. Hat das richtig Ja, gesagt? mal komplett. Obwohl er eine falsche Erklärung abgegeben hat. Nein, er hat gesagt, wenn ich von Deutschland in die USA fliege, Dann fliegst du muss ja in die ich gleiche zurück. Richtung wie von Tokio Genau, ich habe ihn nach verstanden, ich Deutschland. habe es andersrum kurz abgespeichert. Er hat Okay, richtig dazu gesagt. gerecht. Ach so. Ich glaube trotzdem, dass Johannes das auch weiß. Johannes das weiß. Ja, okay. Wenn ich von Tokio nach Frankfurt fliege, was muss ich mit meiner Uhr machen? Nach vorne? Nach vorne. Wenn es Silvester ist in Tokio dann schon Feuerwerk? Nee, in Australien. Die Australier sind die Ersten immer. Ich glaube, die sind vor uns. Nach vorne. Oder nach hinten. Mein Deutschland, mein Berlin, lass mich schon überlegen. Sind die nach uns dran, was Silvester angeht? Ja, aber fliegt man nicht über die Datumsgrenze rüber? Ja, man fliegt darüber. Ja, du hast schon gar nicht so Unrecht. Ich sag trotzdem nach vorne. Er hat nicht gewusst, und das mit der Datumsgrenze war definitiv Bullshit natürlich. Man fliegt nicht über die Datumsgrenze, aber Du hast ihm tatsächlich noch helfen wollen, deswegen ich akzeptiere das, dass ich keine Punkte bekomme. du bist ein Schatz. Mir wird mir vorgeworfen, ich will die Leute durcheinander bringen, aber ganz ehrlich, ich habe ihm total geholfen. Ich dachte, vielleicht auch. kriegt der die du bist Kurve noch. Kosovo, es gibt keine Punkte dafür, dass du Roberto... Und das werden wir ja wohl mal sehen. Also, sagen wir einen Sonderpunkt für Schleim. Hey, was ist das denn? Es gibt auch Minuspunkte, pass auf, Freundchen. Ja, ich wollte gerade sagen, dass du sehr gut aussiehst. Hey, gut. Aber wenn man dir so ein bisschen Macht gibt, ne, sofort drehst du durch. Ja. Hier ist die -1-Taste. Wow. Okay. Anita, wenn ich von Tokio nach Frankfurt fliege, was mache ich mit meiner Uhr? Ich glaube, du musst es vorstellen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine, wie ist es denn an Silvester? Ja, ich meine, wir werden vorher. Also bei uns ist früher Silvester als in Tokio. Meine ja. Warst du schon mal in einer anderen Zeitzone? Florida ist eine andere Zeitzone, ja, da war ich schon. Und da hast du auch vorgestellt. Ich habe keine Uhr dabei gehabt. Bin ja im Urlaub gewesen. Sorry, keine Punkte. Was ist ein Fellatio, wollte ich von den dreien wissen. Oh ja. Wie, oh ja. Weiß ich schon, wen ich nehme. Aha, weißt du, was es ist, Fellatio? Fellatio ist eine sexuelle Praktik, Ja. bei der Mann oder Frau oder auch Das war beide gegeneinander. Oralverkehr. Ich wusste nicht, ob man das sagen darf. Ja, das darf man sagen. Ja, das ist ja ein medizinischer Oralverkehr einfach, wenn ihr es wusstest du? Aber in welche Richtung? Von wem? Von wem bei wo? Also wie bei wem? Bei wem? Am Mann, also eine Person am Mann. Der Mann nimmt quasi auf. Wir machen es kurz. Es ist Oralverkehr beim Mann. Ja. Das ist Fellatio. Ja, Wer von den dreien hat das gewusst? Johannes. Bum, bum, bum. Warum? Warte mal, jetzt finde ich noch interessanter, dass du sofort auf Anita tippst. Warum? Mein Instinkt, der mich oft täuscht, sagt mir, dass Anita das weiß. Weil Okay. sie es oft Gehört hat anscheinend schon. gehört, eventuell praktiziert, man Ja. weiß es nicht. Johannes nehme ich, weil das ist ein Playboy.
Das merke ich sofort. Der Typ ist unterwegs, der hat auch vielleicht mal mehrere Freundinnen gehabt, zeitweise. Das meine ich jetzt gar nicht im bösen Sinn, aber der genießt so sein Leben, glaube ich. Und dabei ist er oftmals schon über Fellatio gestolpert. Also auch über diesen Begriff wirklich, dass er dann so, ich meine, es gibt ja ganz viele andere Begriffe dafür, die wir jetzt nicht alle nennen müssen, aber Ich bin mir sogar so sicher, du kannst mir, wenn ich falsch liege, kannst du mir meinen Extrapunkt wieder abziehen. Ist das ein Deal? das ist ein Deal. Okay. Okay, pass auf, aber was du abfragst, ist doch die Tatsache, dass sie nicht nur wissen, dass es sich dabei um Oralverkehr handelt, sondern dass es sich dabei auch um Oralverkehr handelt, den der Mann sozusagen empfängt. Genau. Ich glaube, dass diese Unterscheidung, dass die von Robin kommt. Jetzt, Ich weiß doch, die hat doch so einen Instinkt. Felatio Nein, aber es ist kann oral. auch falsch sein. Oh Mann. Felatio ist Oralverkehr beim Mann. Ja. Wer oder was ist Felatio? Ich bin jetzt da nicht der Super-Experte in den Begriffen, aber ich glaube, das ist der Geschlechtsakt an sich. Sagst du auch manchmal so, komm, lass uns ein bisschen rum Felatio. Bisschen Lust auf Fellatio. Nee, nein. Das ist einfach ein anderer Begriff für GV. Genau. Ja, okay, wow. Der Koitus, ja, Robin. aber ja. Was? Wow. Hat er nicht gewusst. Siehst Hat du er mal. nicht gewusst. Was ist denn mit Anita? Wer oder was ist Felatio? An deinem Lachen vermute ich, dass du es weißt. Natürlich weiß ich. Oralverkehr von der Frau am Mann. Woher weißt du solche Ja, ich Fachbegriffe? bin 73 Jahre alt und 41 Jahre verheiratet. Ja, aber benutzt doch nicht solche Fachbegriffe zu Hause, oder? Da sagt man nicht beim Abendessen, nachher. Dann machen wir aber schön nochmal Felatio. Sehr gut. Ich bin so gut. Ja, aber cool, ne? Das ist halt Lebenserfahrung. einfach nicht, ich bin 72 Jahre auf der Welt, also solche Begriffe habe ich ja mal gehört. Ja, eigentlich hätte man drauf kommen können. Aber du sagst, Jannis weiß es ja auch. Johannes weiß es Ja, selbst. klar. Wer oder was ist Felatio? Das ist, glaube ich, ein Geschlechtsorgan, oder? Bei wem? Bei Menschen? Bei einer Frau. Die Frau hat ein Felatio und der Mann hat ein... Naja, es gibt so Dinge, die Männer haben und Frauen nicht. Und umgekehrt genauso. Ja, ja, genau. Deswegen passt es ja so gut zusammen. Das ist ein weibliches Geschlechtsorgan. Ich muss dir auch den Punkt wieder wegnehmen, hast du ja gesagt, Hab ich ne? gesagt, ja. Scheiße. Ja. Vielleicht kommt es am Schluss wirklich noch auf den an. Dann, Das kann gut sein. Ja, ja. Ey, krass, ich bin so gut wie ihr beiden zusammen. Hattest du schon mal einen One-Night-Stand, Hartnett? Habe ich die drei gefragt. Und gibt das jetzt auch zu? Oder hatte vielleicht keinen, behauptet aber. Ich prüfe das ja nicht nach. Stimmt. Ja? dann Kann auch sein, dass Jannis sagt, ja klar, hatte ich schon einen, aber noch kann ich... Aber egal, wenn er sagt, zählt's. Ja klar, es zählt das, was sie sagen. Ich kann es ja nicht alles nachprüfen. Okay, aber der hat doch eine Freundin, ne? Eine Freundin. Vielleicht ist sie sauer auf den, wenn er so einen Aber er hat jetzt auch schon ein bisschen Leben hinter sich. Also ich Ja, meine, okay, der ist ja, jetzt- ich bleib bei ihm. Der ist 51 Jahre alt, da kann das ja irgendwann mal Griechen sind ja passiert ein sein. bisschen Heißblütig, meinst du, oder was? heißblütig und dann... Ich habe jetzt auch mehrfach Johannes genommen und ich hoffe, dass ich jetzt einfach richtig liege. Ja. Ich glaube immer noch, Lebemann, der gibt es auch zu. Ich glaube, der hat jetzt da kein Problem mit, das zuzugeben. Hartnett hat sich jetzt für Anita entschieden. Pass auf, die ist, glaube, hat Anfang 30 geheiratet oder Ja. Ende 20 geheiratet. Das heißt, da ist ein ganzes Jahrzehnt noch davor gewesen, in dem sie wahrscheinlich auch sexuell aktiv war. Ja. Die hat die 60er Jahre mitgenommen, so, und da könnte ich mir das gut vorstellen, dass man da nicht so genau geguckt Da ging hat. was. Ja. Ja. Schauen wir uns mal zuerst Robin an. Bei dem seid ihr euch am unsichersten. Da glaubt ihr, der wird es entweder nicht zugeben oder hat es halt noch nicht. Hattest du schon mal einen One-Night-Stand? Nee. Wieso nicht? Ist für so einen Neurotiker auch gar nicht so schön. Gerade für Neurotiker schön. Nee, fremde Mensch. Wieso? Ja, aber man kennt sich ja dann ziemlich gut in dem Moment. Mal was Neues erfahren. Man muss sich schon mal kennenlernen. Ja, man kann ja Und vorher in der Kneipe bin kurz jetzt- miteinander reden. Ich bin jetzt auch lang mit meiner Frau zusammen. Davor. Nein, auch nicht. War gut, dass er nicht auf ihn getippt hat. Ja. Aber bei Jannis ist das anders. Hattest du schon mal einen One-Night-Stand? Einen. Naja, Warst du so ein Wilder oder was? ich war kein Kind der Traurigkeit, sagen wir es mal so. Ja, und da hast du die Frauen einfach nur so eine Nacht nicht mehr gemeldet oder was? Manche haben mich sogar benutzt. Ach so, Ja, echt? das gab's auch. Also Frauen wissen auch, was sie wollen. So ist ja auch nicht. Wie oft ist es vorgekommen? Ein paar Mal ist es schon vorgekommen. Ja, aber wurde sogar benutzt, ja. Ich bin kein Kind der Traurigkeit. Genau so. So, und Anita wird damit. Eine Rechnung war doch total überschaubar. Ja, jetzt gucken wir mal. Seit 50 Jahren verheiratet, davor waren 10 Jahre. Was hat sie da gemacht? Hattest du schon mal einen One-Night-Stand? Ja. Hast du jetzt überlegt, ob du einen hattest oder hast du überlegt, ob du die Wahrheit sagen sollst? ich habe überlegt, war das ja, es war ein One-Night-Stand. Und das war noch vor deinem Mann. Das war lang vor meinem Mann. Warum hast du ihn nicht geheiratet, den One-Night-Stand? Er war eine wunderbare Verpackung mit wenig Inhalt. Du meinst jetzt im Kopf wenig Inhalt oder auch sonst? Überall. Ist cool, hä? Anita ist echt Super cool. cool. Mega cool. Super. Schöne Verpackung, wenig Krass, obwohl ihr Inhalt. beide jetzt gewonnen habt, seid ihr immer noch hinter mir. Das Hast du auch Ach gewonnen mein gerade? Gott. Ja, Nee, aber wir sind ich muss doch einfach die Situation hatten wir halt noch nie. Ja, Das musst genau, du jetzt auch deswegen. abfeiern ohne Ich muss Ende. ich muss auskosten. Dann sag mir doch mal, wer hat denn Eva verführt, von der verbotenen Frucht zu essen? Adam.
Ja? Adam hat gesagt, hier Eva. Nein, die Schlange. Was jetzt? Nee, Eva hat Adam verführt. Nee, Lisa, nee. Nee, wie war es denn wirklich? Ja, die Schlange hat sie verführt. Genau. Wer ist so bibelfirm? Ne? Janis? Janis weiß es. Wieso? Weil Janis ein Grieche ist und die Griechen sind ein sehr christlich geprägtes Land. Und, Warte mal, deswegen Janis Grieche ist, weißt du jetzt nur wegen des Vornamens. Gehst ja du davon klar, ich bin nur ein voll Schubladendenker. verurteilt. Ja, ich merke, das war krass. Ja, ich bin ein Schubladendenker. Ja. Und das Neue Testament ist ja auch in Griechisch verfasst worden. Ja. Deswegen, das ist sehr verbunden. Das ist aber eher im Älteren Testament, ne? Das mit der Schlange und so weiter. Stimmt, aber das Neue Testament ist ja Teil der Bibel. Und deswegen werden die in der Erziehung oder während die Bibelstunde haben oder Du sich redest über den einen christlichen Haufen. Glauben Nee, erkunden, nicht werden die so das fassen. wissen. Ja, okay. Doch. Auf jeden Fall weiß er das. Ja, der weiß es. Okay. Warum weiß es Anita? Weil Anita, das war nochmal eine andere Generation, gar nicht böse gemeint, aber man hat damals einfach noch mehr zu Hause, glaube ich, sich mit Religion befasst. Und ich finde auch, das, was sie alles bisher gesagt hat, sie ist eine sehr gebildete Frau. Und gerade auch, weil sie gesagt hat, dass sie gerne historische Bücher liest, da gehört Ist ja die im Bibel weitesten Sinne- wenn, dann gehört Ja. genau das Buch da an die Stelle. Ja. Deswegen bin ich mir eigentlich sicher, dass Anita das weiß. Mein erster Impuls war zu sagen, Robin weiß das. Ja. Aber mein erster Impuls Robin betreffend hat mich jetzt ja schon ein paar Mal getroffen. Ja, das stimmt. Und Anita ist natürlich tatsächlich noch 1A-Generation Religionsunterricht. Ne? Und Robin vielleicht nicht mehr so. Ja. Deshalb bin ich auch versucht zu sagen Anita. Und ich ergebe mich diesem Gefühl und bleibe bei Anita. Du bleibst bei Anita. Ja. Also Robin traust du das jetzt nicht mehr zu? Robin, wenn du es jetzt richtig machst, dann weiß ich nicht. Guck mal Dann- doch einfach. Hier, ich Ja. zeig dir Robin. Guck, Ja. hier ist er. Wer verführte Eva von der verbotenen Frucht zu essen? Ja, die Schlange. Ich denke, Adam hat es doch gesagt. Er sagt, hier, Eva, ess mal. Du bist so dürr. Ja, Adam hat's dann durchgezogen, ne? Was hat er denn durchgezogen? Ja, den Apfel zu essen. Ich denke, Eva hat den Apfel gegessen. Eva wurde überredet und die hat dann den Adam überredet. Also sie haben sich zusammen schuldig gemacht. Ja, du hast total Ahnung. Aber jedenfalls hat er hat auch total Ahnung. Er hat das klar. ganz richtig erzählt. Und Robin ist doch wie ich. so richtig wird uns das jetzt der Jannis auch erzählen. Oh, bitte, Janis. Wer verführte Eva von der verbotenen Frucht zu essen? Religion, da war ich eigentlich sehr gut. Adam war es nicht. Wer soll es denn dann gewesen sein? Ich kenne es immer nur mit Adam und Eva und Ende Gelände. Naja, irgendjemand wird es wohl gewesen sein. Ja, wer kann ja noch gekommen sein? Oder so ein Jakob? Jakob hört sich gut an. Nehme ich. Aber ich denke, Adam und Eva waren noch allein im Paradies. Wer kommt? Da bin ich der Jakob daher. Ja, aber naja, irgendjemand muss die ja verführt haben. Also du gibst jetzt auf. Ich gebe nie auf. Okay, aber du sagst, es war Jakob. Jakob. Weiß auch nicht, wie er darauf kam. So, fehlt uns doch die Anita. Wird's auch wissen. Ja, die weiß es. Wer verführte Eva von der verbotenen Frucht zu essen? Die Schlange. Oder der Adam, oder? Nein, die hat dem Adam dann den Apfel gegeben. So. Bückst du dich nach einem Cent, der auf der Straße liegt? Nisa, bückst du dich? Hat nett? Ja? Du hebst ihn auf. Ja. Ja, ich auch. Ich nicht. Also ich habe jetzt nie darauf geachtet, aber Ja. ich glaube, ich mache es auch. Ja, Warum? Klar. Ja, Geld ist Geld. Ich bück mich nicht, aber nicht, weil ich irgendwie da jetzt drüber stehe, sondern Hygiene. weil ich einfach denke, dass es Leute gibt, die das vielleicht tatsächlich mehr brauchen können wie ich. Und das mache ich ja auch mit Flaschen, die ich dann irgendwo hinstelle. Also die gebe ich Leuten jetzt kein Pfand, sondern stelle sie halt neben den Mülleimer. Ja. Vielleicht findet es jemand, der es vielleicht eher brauchen kann. Und genau aus diesem Gedanken raus tippe ich jetzt auf Johannes, weil der es tatsächlich auch Nicht wie macht. ich. Der macht es nicht. Aber ich will wissen, wer es macht. Ach so, wer es macht? Ja, das heißt, du solltest nicht auf Jannis tippen, wenn du das schon so Dann rumläufst. macht Wer das die bückt sich nach Anita. einem Cent? Wer hebt einen Cent auf? Anita, sagt ihr beide? Ja. Das ist für sie so ein Anstandsding. Wer den Ja. Pfennig nicht ehrt, Ja. Und ist so die weiter. Mark nicht wert. Ja. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie sich bückt. Robin ist es nicht. Robin hat selber über sich gesagt, er ist ein Neurotiker, der denkt, glaube ich, nur darüber Oh, und nach, Hände waschen und Dreck. was da ist. denkt, der wird Dreck ein Zombie, liegt. Das wenn kann ich mir vorstellen, dass Robin das nicht macht. Ich glaube aber, dass Jannis das macht. Ich weiß gar nicht, wie er darauf kommt. Jannis, glaube ich, macht auch das mit den Flaschen und so. Aber das mit dem Cent aufheben, das macht er einfach nur, weil es ein Glückscent ist. Okay, Robin ist der Nicht-Bücker, offensichtlich. Bückst du dich nach einem Cent, der auf der Straße liegt? Nee, ich bin so neurotisch, das ist mir zu dreckig. Ich weiß, Ja. der Cent, ne? Aber man hat doch jetzt immer so Gel ja. dabei und so, da kann man ja erstmal einsprühen und so. Ja, ich Glückscent. schäme mich auch immer selbst dafür, dass ich es nicht tue. Könnte es auch gebrauchen, so ist es nicht. Ja. Aber nee, das ist mir dann zu dreckig.
Ab wann hebst du auf? Ab welchem Betrag ist es dann nicht mehr so dreckig? 2 Euro Stück? Definitiv. 50 Cent auch schon. Damit kann man schon auf dem Klo gehen. Und 2 20er und 10er, die da liegen? Sie auch aufheben? Oder Auf jeden Fall. Also es muss in der Summe 50 Cent ergeben. Ganz schön schlechter Charakter, ne? Ich merke selbst. Eigentlich müsste ich es machen. Aber du machst es nicht. Nee. Nee, absolut nicht. Genauso wie du gesagt hast, und dafür kriegst du jetzt leider einen extra Punkt, dass du das richtig vorausgesagt hast mit ihm. Und jetzt gucken wir uns Nisas und Kosus Tipp an, nämlich die Anita. Die bückt sich offensichtlich. Bückst du dich nach einem Cent, der auf der Ja. Straße liegt? Der ist schmutzig. Das macht doch nichts, den kann man sauber machen und kann verschenken. Du weißt doch, Glück, was man verschenkt, kommt zurück. Mit wem schenkst du den dann? Innerhalb meiner Familie oder meiner Freundin bück mich auf jeden Fall. Aber auf jeden. Auf jeden Jeweils Fall. 10 Punkte. Und, Krass, gut, dass du auf mich gehört hast. was ist denn mit Jannis? Den habt ihr beide komplett ausgeschlossen. Aber der ist zu hat mir cool. gesagt, aha. Bückst du dich nach einem Cent, der auf der Straße liegt? Ich heb den sogar auf und merke mir die Uhrzeit, weil ich dann Lotto spiele anschließend. Um 13:41 Uhr kreuze ich dann die 13 und die 41 auf dem Lottozettel. Das machst du nicht wirklich. Doch schon. Du glaubst wirklich an dein Glück? Bist du ein bisschen abergläubisch? Oder? Naja, ich glaube schon an Karma. Dass, wenn man Gutes tut, dass einem auch wieder Gutes widerfährt. Wow. Hast du genau. Aber jetzt führt die wieder. Ja, aber das ist vielleicht Nur weil gar ihr nicht. diesen Mikropunkt gegeben hast. Das ist vielleicht gar nicht von Vorteil, weil sie darf sich jetzt als letzte einen Straßenstar aussuchen, mit dem sie gleich weiterspielt. Ja, also wir haben ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen hier und jeder kann Straßenstar sein, habe ich schon 1000-mal erzählt hier in der Sendung. Auch Sie zu Hause können Straßenstar sein oder uns jemanden vorschlagen als Straßenstar. Das Ganze am besten über straßenstars.de, vielleicht jemand aus der Verwandtschaft, aus der Nachbarschaft oder wie auch immer. Hier als Straßenstar vorschlagen. Kosu, ich würde sagen, du darfst jetzt zuerst einen Straßenstar aussuchen, indem du 2 Fragen gestellt bekommst von mir. Pro richtig beantworteter Frage 20 Punkte. Ich glaube, ich kann die Anita gut einschätzen. Sie ist auch Pilzsammlerin und das sind wir auch in Baden-Württemberg. Deswegen, Anita, Okay. nehmen wir dich. Robin, du bist suspekt. Ich kann dich null einschätzen. den wer ist- Jannis. Ich nehme meinen griechischen Freund. Janis. Okay, hat nicht. Robin, hast du auch schon gesagt, hart, es ist Robin schwer. ist schwer, aber ich hab Bock. Wir spielen übrigens wieder mit Veto, das heißt, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr anderer Meinung seid, zu sagen, nein, Veto, dann gibt es geil. 10 Punkte, wenn ihr recht habt. Wenn ihr nicht recht habt, werden 10 Punkte abgezogen. Oh Gott. Jeder darf das Veto 2-mal einsetzen. Und wir fangen mit dir an, Kosu. Ich habe die Anita gefragt, Ja. ob sie schon mal ein Porno gesehen hat. Ich glaube auch trotzdem, dass sie verheiratet ist und dass sie kannte Fellatio und ich glaube, sie war trotzdem auch nicht wie der Jannis kein Kind von Traurigkeit. Deswegen glaube ich, da hat sie auch kein Problem mit jetzt, auch wenn sie da irgendwie religiös auferzogen wurde. Das haben wir auch schon gemerkt, dass sie einfach sagt, Roberto, ich bin 70 Jahre auf der Welt. Was soll ich? Ja, die hat es definitiv, hat sie sich mal einen angeguckt. Okay. Hast du schon mal ein Porno gesehen? Ja, natürlich. Wieso natürlich? Ah ja, ich bin 73 Jahre alt, Roberto. Ach, muss man das mit 73? Nein, Da muss ich aber mehr Gas es geben wäre dazu. nicht ungewöhnlich, oder? Ja, wo hast du den hergehabt? Ich glaube, das war auf irgendeiner Party, kam einer auf die Idee, in den Keller zu gehen und Pornos einzulegen. Und da waren wir auch dabei, mein Mann und ich. Aber es hat mich nicht angeturnt. Ja, hast du schon. Hab ich recht, das mit der Party finde ich auch leicht. Wie, das machen die jungen Leute doch ständig. Auf eine Youporn Party. und ich weiß nicht was. Ja, aber wir gehen doch nicht auf eine Party und gehen dann in den Keller und gucken uns Pornos mit Fremden an. Nein, ihr macht das oben. Ich mach das nicht. Also mit Anita will man einfach abhängen, echt. Ja. Ja, das ist cool. Ne? Sag mal, der Jannis, den habe ich gefragt, was ein Cornichon ist. Weißt du es? Cornichon? Ja. Schon aus einer Ecke. Was? Ja, auch mit Corner oder was? Ja, nee, ich weiß Du hast den nicht. Begriff noch nie gehört, Cornichon. Könnt ihr mir helfen? Du auch nicht? Du kennst auch nicht so dort den Begriff? Hat nicht. Es ist ein kleines Gürkchen. Genau. Ein kleines saures Gürkchen. Nein, der weiß das nicht. Nee, wieso? Er macht mir auch nicht den Eindruck, als wäre das eine Thematik, mit der er sich befasst. Er sieht mir jetzt nicht wie so ein, auch wenn es jetzt wahrscheinlich nichts ist, was für einen Feinschmecker gedacht ist. Ich glaube nicht, dass das weiß. Das ist einfach meine Intuition. Hat nicht. Kosu? Du wusstest ja selber nicht, was Cornichon ist. Entschuldige mal, aber glaubst du, Jannis weiß sowas? Ich kann mir einfach super vorstellen, wie er im Dialekt, das ist ein Cornichon, das weiß ich doch. Das kann ich mir super vorstellen, dass genau das kommt. Ich hoffe, dass Das du auch Ich hat glaube, nicht? dass der Janis einfach gerne isst. Ja. Und dass man dann auch vielleicht schon mal so ein kleines Gürkchen irgendwo hatte. Okay. Weißt du? Ja. Du hast 2 gegen dich, aber vielleicht ist ja Johannes für dich. Was ist ein Cornichon? Das ist der neue Stürmer von der Eintracht. Ja. Garantiert habe ich gehört, der kann links wie rechts schießen. Henri Cornichon. Ja, sag mal, wenn der nicht uns in die Champions League ballert, dann weiß ich auch nicht. Er bleibt dabei. Ich bleibt dachte dabei. noch, er erzählt einen Witz, um dann die richtige Antwort zu Nein, sagen. er wusste nicht, was Cornichon ist. Und 10 Punkte bei euch jeweils weg Das ist tragisch. für das verschossene Veto und 20 Punkte bei dir, Lisa. Vom Robin wollte ich wissen, was sein ungewöhnlichster Sexort war. Kommt jetzt zum Feuerwerk? Also würde er jetzt mehrere Orte sagen, würde, ich lass mich überlegen, das war noch wilder oder vielleicht das? Oder
Also er würde mich jetzt sehr überraschen, wenn er da so eine ganze Batterie von abgefahrenen Orten hat. Also da wird eher so einer höchstens kommen mal. Nee. Ich glaube nicht. Okay. Was war dein ungewöhnlichster Sexort? Ich bin da ziemlich langweilig. Das meiste ist schon in der Wohnung. War auf dem Balkon mit Blick auf den Kinderspielplatz, dass man noch gleich weiß, was da rauskommt? Nein, Nein. Nein. Warst da eher immer sehr konservativ? Ja, doch eher in der Wohnung. Also kein großes Feuerwerk hat nicht, ja. 20 Punkte für dich. Die Anita, die habe ich gefragt, ob sie eifersüchtig ist. Ich glaube, die steht da eigentlich drüber. Und ich glaube, desto mehr Erfahrung man hat, desto mehr interessiert es einen nicht mehr und vertraut man dann auch. Und wenn man nicht vertrauen kann, dann lässt man es dann halt. Aber ich glaube, nein. Ist sie nicht? Nee. Bist du eifersüchtig? Nicht mehr. Warst du früher? Oh. Echt? Also man ist immer noch und war ein sehr, sehr gut aussehender Mann. Ja. Und da waren schon einige, die da mehr als ein Auge riskiert haben. Und da bin ich schon Zu wem bist du aktiv dann hin? geworden. Bist du dann zu deinem Mann ihr. gegangen? Zu ihr? Das ist mein Mann, lass die Finger weg. Ich habe auch mal eine in die Fußballtaschen geschmissen. Ah, du warst schon sehr resolut. Das war ich. Ist eifersüchtig. Ist eifersüchtig. Zweifelsohne, ja. Oder? Also ist nicht mehr. Also Nicht ist mehr. nicht mehr, war So wie ich es eifersüchtig. gesagt habe. Genau wie du Wegen gesagt dem hast. Extrapunkt nochmal. Ja, komm her. Wow! Warte, jetzt habe ich eins zu viel gegeben. So, den Janis habe ich gefragt, wer oder was ein Dissident ist. Weißt du, was ein Dissident ist? Nee. Was ist ein Dissident? Hast du schon mal gehört, das Wort? Ich glaube nicht. Hast du einen Verdacht, was es sein könnte? Ein Dissident. Ein Zahnarzt, der andere beleidigt. Das ist gut. Ein Dentist. Dentist. Super. Richtig gut. Es ist ein Andersdenkender. Ja, Dissidenten gibt es oftmals in Diktaturen. Das sind dann die in Gefängnisse kommen. Ich bin ja auch ein Andersdenkender. Ja, Also genau. so wie ich. Ja, so wie Ein du. Dissident. Aber weiß der Janis, dass das ein Dissident ein Andersdenkender ist? Nein, der weiß das nicht. Er weiß nicht, was ein Dissident ist? Nein. Wer oder was ist denn ein Dissident? Dissident. Ist das Berufszweig? Aha, Sind wir da in der Nähe? keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das einer, der total negativ durchs Leben läuft und sagt, alles ist scheiße, alle- alles ist so schlecht, ich bin ein Dissident, ich kann nicht mehr. Ja, ich bleib dabei, das ist so ein negativer Typ, der alles schlecht sieht. Ja, er war auch eher beim Dissen, genau, wie du gesagt hast. Und 20 Punkte für dich. Fehlt uns jetzt noch der Robin, von dem ich wissen wollte, wie die Farbfolge ist an der Ampel, wenn die von Rot nach Grün geht. Wie ist denn die? Von Rot nach Grün. Also erst leuchtet Rot, ist klar. Genau. Und dann Dann leuchtet Rot-Gelb gleichzeitig. gleichzeitig. Und dann kommt Grün. Gehen beide dazu dann- aus Ach so. und dann kommt Grün. Genau. Weißt du, kriegt das der Robin hin? Ich darf ja zumindest den Anschluss zu Kosovo nicht verlieren. Ich wusste genau, dass das dein Grund ist, warum du dich jetzt so... Natürlich, weil ich mich so schwer tue damit. Ja. Mein erster Impuls war zu sagen, nee, Robin weiß das nicht, das ist dem auch scheißegal. Also kommt er so auch Ampeln durcheinander sind und so, dem ja. auch scheißegal einfach. Ja. Der fährt Auto, um von A nach B zu kommen. Ja. So, und dabei bleibe ich jetzt. Ne? Weißt du was? Wir sind da zum Spielen. Deswegen machen wir das doch. Und du? Nee, ich nicht. So. So, okay. Also du sagst Veto, er kriegt's hin. Ja. Okay. Wenn die Ampel von Rot auf Grün schaltet, wie ist denn da die Farbfolge? Rot, Orange und dann Grün. Keine Farbe ist gleichzeitig. Keine Farbe Jede ist für gleichzeitig. sich. Jede für sich. Das weißt du als langer Ampelbeobachter. Ich fahre auch viel Auto. Pass auf, ist auch ein super Punktestand. Mit Kosovo 61, Hatnet 71 und Nizar 80 Punkte, Alter. Kann ich noch gewinnen? Du kannst das selbstverständlich noch gewinnen, Okay. weil jetzt Der kommt ja letzte die Frage. Entscheidungsrunde. Oh Gott! Und in der Und da ist Entscheidungsrunde... Robin schwierig. Ich hatte das dabei hier und habe das vor die 3 gelegt und habe gesagt, dass sie 10 Euro bekommen, wenn sie sich 5 von diesen Gummibändern durchs Gesicht ziehen. Ihr wisst, wie man da aussieht, dass es irgendwie nicht so schön aussieht, So wenn man das geil macht. Und es tut auch weh. Also die sind echt eng, die Dinger. Ja? Ach so, es müssen alle 5 auch sein? Alle 5 Gummibänder durchs Gesicht ziehen, genau. Aber das ist schon in Ordnung. Ob er das macht oder also ob meine Person das macht oder nicht? Ja, genau. 1. Man kann nicht erst predigen und dann nicht machen, ne? Also, Mein peinlichster Fernsehmoment. Ich finde, du siehst jetzt aber besser aus. Ja. also ich mach's jetzt auch wieder ab. Gummis über dem Kopf. Also wir haben die Leute, Dinger ist sonst, wir das haben fies. so Abdrücke sonst, ne? Also, Ist das fies. Also okay, Anita hat das aber nicht gemacht. Du machst es, aber Anita sagt, nee, danke, lass mal. Nee, die hat auch ihre Frisur heute irgendwie eine halbe Stunde lang Ah, die ist doch lustig, die war die ganze Ja, Zeit die ist lustig, aber meine Oma, Ja, wäre der auch so, Spaß meine auf. Oma ist auch die witzigste Person überhaupt, aber da hätte sie jetzt keine Lust, dass das so durchs Gesicht und nee, das macht sie nicht. Okay, Robin hat's gemacht. ja, ich glaube Robin, ja, ich glaube schon. Und Janis ist auch lustig, auch dabei. Ja, Janis ist doch eh so ein Draufgänger. Ja.
Und er hat selber gesagt am Anfang, ich laufe immer in mein Verderben. Ah, lachend und so weiter. Ja, genau. Ja. Und deswegen hat er es gemacht. Der ist eine coole Socke, der ist für sowas zu haben, der hat das gemacht. Okay, Kossos Tipp heißt Anita und Anita hat es dann nicht gemacht, weil Kossos Oma es auch nicht macht. Genau, Oma Machen Irmgard. würde. Genau. 10 Euro, wenn du dir 5 Gummibänder ins Gesicht machst. Meine Söhne haben zwar gesagt, Mama, mach da nichts Blödes. Aber das ist ausgesprochen blöd. Das macht nichts. Oh, die sind ganz schön stramm, Roberto. Nee, das ist mir zu fest. Das lasse ich lieber sein, weil sonst habe ich 30 Falten mehr, wenn ich heimkomme. Der hat's noch gedreht! Ich war schon unterm Tisch und bin wieder da. Jo, 122? Bin wieder hier. Du führst im Moment, ist klar? Ich führe noch. Du führst ganz ja, klar, ich ja. habe aber ein schlechtes Gefühl, weil ich glaube, er hat recht. Ja, wir gucken mal erst Robin an. Weiß ich Ich habe nicht. gesagt, Robin macht. 10 Euro, wenn du dir die 5 Gummibänder durchs Gesicht ziehst. Ich kann nichts mehr sagen. Bitte? Ich kann nichts mehr sagen. Hat er gemacht, als gemacht, obwohl er ja, Neurotiker ist. Nur 60 Punkte Ich gesetzt. weiß auch nicht, ich wollte eigentlich mir die kompletten Punkte setzen. Aber ist jetzt Okay. egal, ich bin vor Kosovo, das ist schon mal gut. Lisa, wirst du jetzt heute zum ersten Mal gewinnen, meinst du? Ich glaube, irgendwas wird jetzt passieren, was mich deprimieren wird. Ich zeig dir Janis, ich zeig dir Ja, Janis. komm, zeig. 10 Euro, wenn du die 5 Gummis durchs Gesicht ziehst. So. Ehrlich, du. So, Jetzt siehst du gut aus. danke dir. Ich habe schon fast gedacht, dass das kommt. Meine Damen und Herren, hier bin ich. Endlich. Der Muhammad Ali der Straßenstars. Ich werde auf meinem Zenit abtreten. The greatest. Ja. Tatsächlich heißt unser Gewinner heute Nisa mit 160 Punkten. Es gab 4 Punkte, Handel 131 Punkte und Kosovo 122. Ist auch noch absolut ordentlich. War eine geile Runde, ja? Gut, darf ich nochmal kommen? Na, selbstverständlich kommst du noch mal. Robin, Anita und Janis, danke fürs Mitspielen und bis zum nächsten Mal. Geil.